Willkommen beim neuen Video. Heute, nach langer Zeit, kümmern wir uns endlich wieder mal um den Boardtracker. Ich kann hier am Feierabend Führerschein arbeiten und kann jetzt euch zeigen, wie dass wir weitermachen. Und, ich habe es versprochen, ganz am Anfang, wahrscheinlich, wenn alles klappt, fahren wir heute die ersten Meter mit dem Teil. Ich habe Angst. Also, ihr seht, das Rad ist draussen. Ich kann ein bisschen weitermachen. Vielleicht schnell auf dieser Seite zuerst. Ich habe hier die ganze Anlage gemacht, einen Riemen gefunden und auch schon mal laufen lassen. Funktioniert. Es fährt so weit oder es würde so weit fahren. Antriebsseitig braucht man jetzt natürlich noch Ketten. Ketten an das Rad machen ist nicht ganz ohne, beziehungsweise ist schon easy. Aber es gibt halt nichts ab der Stange. Da ist ein Torpedonabel, die habe ich auseinandergenommen. So sieht das übrigens aus. Torpedonabel mit Rücktritt. Da gehen wir dann später drauf ein. Und im CAD dann schon etwas gezeichnet. Das 3D-Modell davon gemacht und auf diesen hier können wir eine Puchtsache jetzt aufnehmen. Seht, das funktioniert, hast den Laser lassen und jetzt gerade auch angeschweißt. Anschweiß alles mit Tick gemacht, geschaut, dass ich nicht zu viel Wärme bringe, damit dort die Lagerlauffläche nicht beschädigt wird. Das hat soweit gut geklappt. Ich hoffe jetzt auch, dass die Kraft vom Motor dann da, das Ding nicht gerade abreißt. Sonst muss ich mir dann etwas anderes überlegen. Sollte aber funktionieren. Um die Sachen jetzt drauf machen, muss ich hier Gewinde schneiden, Sachen drauf, dann wieder zusammenbauen. Rad rein, Kette rundherum und dann sollte das theoretisch schon laufen. Darum, wir legen gerade los. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es funktioniert alles. Also die Sache ist drauf. Als nächstes kommt jetzt so die Torpedonabel wieder zusammen. Ich tue es jetzt aber zuerst ein bisschen reinigen und neu fetten. Und dann bauen wir das Ganze zusammen. Und ja, können es nachher einbauen. Also das Rad ist so weit zusammen. Jetzt hier der Bremsanker, noch ein bisschen gebürstet. Torpedo sieht man trotzdem nicht mehr. Den muss ich noch bearbeiten, weil der kommt jetzt grundsätzlich da drin rein. So, steht man jetzt hier an. Plus muss man natürlich hier hinten dann an das Rohr ankommen. Und wir sind irgendwo hier innen. Also ich muss den hier raus schaffen. Darum tue ich jetzt vorab mal beugen, damit er hier nicht mehr ansteht. Und im Nachhinein muss ich mir dann schauen, wie ich die Konstruktion mache, damit ich dann aussen montieren kann. Jetzt mal Beugung. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das schöne Teil. Mit dem wunderbaren Schubstock. So, schauen wir. Das schöne Teil. So, jetzt passt das. Vorerst natürlich Nasenscheibe und das Mütterli. Das Ganze schnell ein bisschen anspannen, sonst haben wir keine Freude. Okay, das Rad kommt jetzt rein. Denkt daran, es ist nicht das finale Zusammenbauen. Es geht jetzt darum, zum ersten Meter schauen, funktioniert das überhaupt. Darum, das Ganze wird dann an einem späteren Zeitpunkt noch ein bisschen professioneller zusammen gemacht. Oder wie es der Luca würde sagen, wir machen es jetzt mal so und wir schauen dann nachher mal. Sieht aber schon mal sehr gut aus. Ganz okay, eiert ein bisschen. So, mach's mal an. Also im letzten Video habt ihr gesehen, wir haben hier vorne ein 10er Ritzel, innen ein 56er Zahnkranz, also ein Übersetzungsverhältnis von 5,6 plus dann noch Pulli etc. Jetzt machen wir die Ketten an. Wenn wir das Rad genug weit vorne haben. Nö! Nee! Und das weiterführen, Roger. Wir müssen noch ein bisschen weiterführen. Yes! Das geht gut. Wir führen. Zack! Hä? Richtig, hä? Richtig! Don't try this at home.
Das sind übrigens gesunde Schläge auf der Kette. Die braucht es. Die fühlt sie sich nicht daheim. Schnell anziehen, nachher stellen wir nochmal auf und dann können wir ausgleichen. Ist irgendwie noch nicht so safe, he? Fährt man noch nicht so ganz. So, lang. So, habe ich ein bisschen genug gespielt. Die Kette ist dran, soweit alles gut, der Motor treibt mit. Das heisst, wir sind eigentlich bereit. Ich checke jetzt aber noch schnell alle Schrauben durch, dass sie dann sicher nicht gerade alles auseinanderfliegt, wenn auch nur die Hälfte. Und dann sehen wir sie in einer Sekunde unten. Handtaschenmodus. Das war echt auch schon leichter, das Ding. Als ich das erste Mal umeinander getragen habe, dann hatte ich mal Brusthaar. Jetzt muss ich den Bär holen, weil der Roger eine Platte gemacht hat. So, betanken haben wir schon mal ein bisschen. Ui, der läuft schon was über. Nicht mehr weg. Aber gespitzt. Jetzt ist es ja so, das ist ein Ciao, der Fliehkraftkupplung sozusagen. Den müssen wir jetzt eigentlich laufen lassen oder fährt er nicht ab. Probieren es. So ein Ständer wäre auch easy, aber Oropax wäre auch easy. Und etwas zum Abstellen wäre auch easy. Aber wir haben nichts davon. Mehr Dampf. Oh. Wieso trägt er gerade mit? Ja, ich will am Vorderen. Musst doch. Aha, der Kuppel. Ja! Der Schlauchreif! Der Schlauchreif! Da, wo ich nicht mehr anhängen wollte. Der will vorwärts, hä? Oh, ich kann zuerst erkehren. Also momentan haben wir ja nur die Vorderbremse. Seine ist noch nicht angehängt. Da verkehren wir überhaupt. Könnt ihr auch mal schauen, ob überhaupt fährt. Da fährt man! Fuck! Oh, zum Glück ist das Benzin aus. Er fährt. Also er tut. Also es funktioniert. Geil! Wenn man Benzin und Helm anlegen lässt. Ich muss schnell schauen, ob der wirklich auch einfach mein Gewicht anfahren kann. Geil! Lackschonende Ersatztankmontage. Gibt es jetzt auch als Tutorial im Discovery Channel. Oh nein, piss voll. So, Helmut! Gut. Was ist da los? Ah, der ist auf dem Eis! Mann, Roger, machst du auch ein bisschen mit? Das ist gleich ein Müll, gell? Mach nur aber er fährt! Guck mal! Mach Rennstrecke, ich bin parat, Mann! Auf! Rennstrecke! Burnout! Geil, Mann! Jetzt abstellen! Hä? Ja! Du nimmst halt das Ding, glaub ich. Den Akkuschrauber.
So, stellen dort auch. Ah, wie geil! Also, Fahrt. Er mag auch mein Gewicht beschleunigen. Noch nicht, weiss ich wie krass, aber er mag. So wird schon mal ultra geil. Bremsen. Echt in Anspruch nehmen. Es ist mir gerade hier das erste Tankschräubli, beziehungsweise das einzige Tankschräubli, das wir haben. Ist mir gerade entgegengekommen, also aber noch auflesen. Voilà. Oh, also, nächster Punkt auf jeden Fall Hinterbremse. Vorbereitet habe ich ja schon, das ist ja eine Rücktrittbremse. Und dass die dann betätigen kann. Ich kann schon mal verraten, es gibt eine Fußbremse. Da wird es aber dann das nächste Video werden. Ich muss glaube noch mal 2-3 Runden drehen. Ultimativ geil. Oh shit, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, Like, Abo, alles da lassen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann macht's gut und schöne Weihnacht. Tschö! Run, Bam, Tracker!